Hallo zusammen und willkommen zum ersten Video in 2023. Ja, frohes neues Jahr euch allen noch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Alles Gute für euch, viel Gesundheit vor allem. Ja, fürs erste Video in 2023 bin ich nochmal hier im Windpark Wörrstadt bzw. Spießheim. Hier war ich Ende letzten Jahres schon mal, im Oktober war es, glaube ich. Ja, hier hat ein Repowering stattgefunden. 5 Enercon E40 wurden abgebaut und durch eine Vestas 450 Inventus ersetzt. Die befand sich letztes Mal noch im Bau. Ja, und mittlerweile ist er fertig, der Gigant. Schaut euch das an. Was ein Koloss. 166 Meter Max-Bögel-Hybridturm. 150 Meter Rotordurchmesser und 5,6 MW. Richtig krass. Gigantisch. Ja, geht auch gut Wind heute, also die macht auch gut Umdrehungen. Premiere für mich in Deutschland, die erste Inventus-Anlage in Deutschland, die ich sehe. Den Prototypen der 462 habe ich in Österreich gesehen, aber leider noch keine in Deutschland. Ja, schon echt ein richtiger Kasten. Die Narbe, muss ich sagen, finde ich etwas zu klein im Verhältnis zu den Rotorblättern und dem langen Maschinenhaus. Da gefällt mir die Narbe der 462 etwas besser. Ja, Rotor ist ja identisch zur 4 Megawatt Plattform, habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Aber irgendwie sieht es nochmal gigantischer aus mit der Gondel und dem Turm. Auch mal witzig, jetzt eine Vestas-Anlage auf einem Hybridturm zu sehen, auch noch nie gesehen. Ja, und der hat diese schöne braune Abstufung unten am Turmfuß. Mal ganz was Neues. Coole Idee. Ja, da stand früher eine E40 und hier auf dem Acker standen die anderen 4 Stück. Von denen ist jetzt leider nichts mehr zu sehen. Ja, und das Krasse ist, die Vestas-Anlage erzeugt jetzt so viel Strom wie 11 Enercon E40. Ist das krass. Eine E40 hat 0,5 MW, die 450 hier jetzt 5,6. Das ist schon echt Wahnsinn, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat. Ja, man hört sie auch ganz schön laut bis hierhin. Ich habe irgendwo gelesen, dass man nur eine Anlage bauen konnte aus Schallgründen, weil Spießheim, der nächste Ort, relativ nah ist und das wäre dann zu laut gewesen. Aber schon krass, dass man die Leistung vervierfacht hat. Ja, hier sieht man nochmal die anderen Anlagen schön. Im Energiepark Wörrstadt. Die E101 und die ganzen E82. Hinten sind die Kennersys-Anlagen. Habe ich ja alles schon mal im letzten Video gezeigt. Wieder relativ angenehm heute zum Radfahren. Nicht zu kalt, auch nicht regnerisch. Ab und zu kommt mal die Sonne durch. Ja, und hier hinten gibt es auch was Neues. Das ist der Windpark Bibelnheim-Garbsheim. Da war ich ja beim letzten Mal auch. Da werden ebenfalls 4 Vestas Inventus gebaut, auch 450, baugleiche Anlagen. Und siehe da, da ist bereits auch die erste Anlage fertig. Da sieht man jetzt mal den Vergleich zwischen 450 und E101. Und die anderen Türme sind auch bereits fertig. Da werde ich natürlich auch noch vorbeischauen. Ja, hat sich jetzt, glaube ich, doch dann länger hingezogen mit dem Aufbau der Anlage, weil kein
Kran verfügbar war und es auch Lieferschwierigkeiten gab. Aber ich bin jetzt froh, dass sie fertig ist und ja, auch schon läuft. Ja, genug gelabert. Das Ganze schaue ich mir jetzt mal aus der Nähe an. So ihr Lieben, jetzt bin ich hier direkt bei der V150 und jetzt schaut euch diesen Gigant an. Einfach nur krass. Wahnsinn, ey. Und die gibt gerade richtig Gas. Richtig geile Blattbiegung. Hammer. Also das finde ich bei der V150 nochmal geiler im Vergleich zur V136, dass sich die Blätter da einfach nochmal krasser biegen. Jo, die Narbe finde ich allerdings etwas zu klein. Da gefällt mir die V162 Narbe etwas besser. Ab und zu macht sie etwas komische Geräusche. Weiß nicht, ob das die Windnachführung ist. Als ob irgendwas komisch schleift. Mann, sieht das Hammer aus. Wie eine Krake, diese Blätter. Richtig fett. Jetzt hört man das Schleifen nochmal. Also der Turm gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ein paar Leute haben schon in die Kommentare geschrieben, dass sie diesen braunen Turmfuß blöd finden, weil es von Enercon abgeschaut ist, aber warum nicht? Also immer dieses eintönige Weiß, also ich finde das eine sehr, sehr coole Idee. Passt sich sehr gut in die Landschaft ein. Ja, ich würde gerne mal wissen, was die gerade für Leistung macht. Ob die auf Volllast läuft, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, bin auch mal gespannt, was so die Erfahrungswerte zeigen werden von den Inventus-Anlagen. Gab ja jetzt schon ein paar Probleme bei den V150. Mit dem Getriebe. Ich glaube, bei einer Anlage musste man es sogar nach einem Tag schon tauschen. Bei anderen hatte man irgendwie das Getriebeöl vergessen. Hoffe ich mal, dass das bei den Anlagen hier nicht der Fall ist. Aber das sind halt so die Kinderkrankheiten. Die Anlage ist ja noch relativ neu. Gibt ja noch nicht so viel in Deutschland. V162 wird jetzt auch vermehrt gebaut. Aber sieht schick aus auf diesem schlanken Max-Bögel-Turm. Ja, der Himmel ist ziemlich dunkel heute, aber zum Glück regnet es nicht. Das ist schon mal gut. Und die Kennersys. Ja, ich muss mal gucken, wo man irgendwie mal ein gutes Bild hinbekommt, wo man mal den Vergleich sieht mit den E101. Ich glaube, hinten in Bibelnheim-Garbsheim sieht man den Unterschied ein bisschen krasser. Da werde ich gleich mal hinfahren. Ja, Vestas Service war auch gerade da, haben mir ganz nett gewunken. Grüße zurück an dieser Stelle. Richtig Hammer, ey. Ich werde mich jetzt mal noch direkt runterstellen. Mal gucken, ob sie schwankt oder nicht. So, jetzt stehe ich nochmal direkt unten drunter. Und hier sieht man jetzt nochmal krasser, wie die Rotorblätter sich biegen. Ich kann es jetzt gar nicht so genau erkennen auf der Kamera, ob sie jetzt Turmschwankungen hat. Das sieht man dann nachher auf dem Video wahrscheinlich besser. Krasses Teil. Also die Blätter von der V150 finde ich schon echt geil.
Bin auch echt mal gespannt, wann hier so die ersten V162 gebaut werden. Seriennummer ist jetzt noch keine dran. Tragen sie vielleicht noch nach. Hinten sieht man jetzt auch nochmal den Windpark Gau-Bickelheim. Ja, da gibt es auch ein kleines Update. Da ist ja auch ein größeres Repowering geplant. Da sieht man die E138 und dann die Kenesis und E48. Ja, ursprünglich waren da ja auch mal Vestas V162 in Ventus geplant. Dann hat man umgeplant auf G-Cypress 6.0-164 und jetzt wurde nochmal umgeplant. Jetzt sollen C10 E160 EP5 E3 mit der E-Gondel errichtet werden. Richtig krass. Die genauen Hintergründe kenne ich jetzt nicht, warum jetzt zweimal umgeplant wurde, aber ich freue mich natürlich über Enercon. Ja, da soll es dann dieses Jahr auch mit dem Abbau der Kenesis-Anlagen losgehen. Bin ich schon gespannt. Ja, dann kommen nach und nach die Riesenanlagen hier in die Region. Was ein Monster. Naja, ich werde jetzt mal weiterziehen und werde mich mal in Richtung Bibelnheim-Garbsheim begeben. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz angehalten. Hier hat man nochmal einen schönen Blick rüber nach Bibelnheim-Garbsheim auf der anderen Seite der Autobahn, wo die anderen Inventus-Anlagen gebaut werden. 4 Stück baugleiche Anlagen wie hier in Spießheim. Ja, ich habe es ja schon gezeigt gerade eben. Eine ist schon fertig. Das war auch die erste, wo der Turm fertig war. Schon nochmal ein krasser Unterschied vom Rotor im Vergleich zur E101 nebendran. Die anderen Türme sind auch fertig. Da sieht man es. Und es sind auch schon jede Menge Komponenten da. Da liegen Rotorblätter und Turmteile. Ich gerne mal ein Maschinenhaus von Namen sehen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da schon was da ist. Das sind nur Container. Und wieder Turmteile, Narbe. Und der Kran liegt da hinten bei der Anlage. Die wird dann als nächstes aufgebaut. Ja, ich glaube, die erste Anlage haben sie noch vor Weihnachten gestellt. Gut möglich, dass die dann auch bald schon ans Netz geht. Ja, werde ich gleich auf jeden Fall vorbeischauen. Mal gucken, was es da noch so zu entdecken gibt. Hier nochmal ein schöner Blick auf die ganzen Anlagen hier im Energiepark Wörrstadt. Die ganzen E82 hier in einer Reihe. Ist auch immer wieder ein cooles Bild. 10 Stück insgesamt. Und dann hinten dran die Kenesis. Und ich stehe hier nochmal bei den E101. Mann, es ist stürmisch heute. Es war gar nicht so leicht mit der Drohne zu fliegen, weil es echt ziemlich gestürmt hat. Ja, und hier hinten ist dann jetzt nochmal die Inventus.
Ja, ich werde mich jetzt aber mal auf den Weg machen Richtung Bibelnheim-Garbsheim und dann berichte ich gleich von dort nochmal. So, jetzt bin ich hier im Windpark Bibelnheim-Garbsheim. Ja, aus der Ferne hat man es ja schon gesehen. Hier sind schon einige Komponenten da. 2 Rotorblattsätze, also insgesamt 6 Blätter. Da drüben liegen 3 Blätter. Eine Narbe, jede Menge Turmteile und da auch noch mal 3 Blätter. Sieht auch echt cool aus mit den E101 im Hintergrund. Ja, wenn man es nicht wüsste, dass es eine Vestas-Anlage wird, könnte man denken, Enercon macht jetzt braunen Turmfuß und es wird eine Enercon-Anlage. Aber es werden Vestas-Anlagen. Da ist Turm Nummer 3. Da liegt auch der Kran. Hier sind die Vestas Offices. Und da ist die fertige Anlage. So, ich stehe jetzt hier bei der fertig errichteten Anlage im Windpark Bibelnheim-Garbsheim. Scheint noch nicht ausgebolzt zu sein, also trudelt noch nicht. Hat auch immer noch diese Netze an den Rotorblattspitzen, die quasi den Wind ein bisschen aus den Segeln nehmen sollen, dass es sich nicht aufschwingt. Rotorblätter sind so ein bisschen am Knistern gerade. Ja, vor Weihnachten haben sie die noch fertiggestellt, habe ich einen Artikel gesehen. Das ist nämlich ein gemeinschaftliches Projekt von Juvi und Vivi Consult. Ja, die Anlagen haben leider auch kein Logo auf dem Maschinenhaus. Da am Rotorblatt sieht man es nochmal besser mit dem Netz. Aber einfach gigantisch. Jetzt so neben den E101 schon echt krass. Allein vom Rotor und halt der Turm ist halt nochmal 30 Meter höher. Das macht halt schon einen riesen Unterschied. Jetzt kommt gerade nochmal schön die Sonne raus. Immer witzig bei den Vestas-Blättern, wenn die so trudeln. Es hört sich immer an, als ob da ja so Bälle die Blätter runterrasseln. Es würde mich interessieren, was das ist. Ja, Vestas ist auch vor Ort. Gut möglich, dass die sich schon um die Inbetriebnahme kümmern. Dass sie die erste Anlage schon in Betrieb nehmen, bevor es bei den anderen mit dem Aufbau weitergeht. Ja, ich glaube, es ist etwas stürmisch heute. Da können sie heute nichts aufbauen. Müssen sie noch ein paar Tage warten. Einfach gigantisch, dieses Teil. Ja, hier sieht man jetzt auch nochmal die fertige V150 in Spießheim und nochmal die 2 E101. Ja, bald ist sie nicht mehr alleine. Bald stehen dann 5 hier. Ist halt krass, also haben sie 5 E40 abgebaut und jetzt dann 5 250 hin. Also hat sich die Anlagenzahl eigentlich nicht verändert. Ja, das hier war auch der Turm, wo ich damals stand, der quasi als erstes fertig war. War dann aber doch überrascht, wie schnell sie die anderen Türme hochgezogen hatten. Also bei guten Wetterbedingungen geht das ja relativ schnell. Bin ich mal gespannt, wie lange sie für den Aufbau
der anderen Anlagen brauchen. Die Jahreszeit ist halt immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Stürmen, aber wenn die Wetterbedingungen passen und es windstill ist, geht es relativ schnell. Naja, ich werde jetzt mal weiterziehen, mal gucken, was es noch so zu entdecken gibt. So, zum Abschluss hier nochmal ein schöner Blick auf die Anlage von der anderen Seite. Muss mich leider wieder ein bisschen beeilen, dass ich meinen Zug zurück nach Freiburg erwische. Ich denke, ich habe immer mehr Zeit, als ich tatsächlich habe, und dann geht es dann doch relativ schnell vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr mal ein kleines Update hier aus Bibelnheim, Garbsheim und Spießheim. Ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal herkommen, wenn die anderen Inventos dann auch stehen. Ja, trotz des Sturms habe ich doch ein paar ganz coole Tonaufnahmen gemacht. Die gibt es dann im Anschluss. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Anlage findet und wie ihr den Turm findet. Ja, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haltet die Ohren steif und bis dann.